Ich erinnere mich gut an die Zeit, als wir die Band hatten und wir hatten halt jemanden, der einen Synthesizer dabei hatte und das hat mich gleich sofort fasziniert. Später ist es dann halt so gewesen, dass ich mit Techno in Berührung gekommen bin. Detroit Techno, das hat mich total geflasht. Ich habe erst viel probiert, mit Software auch und allem möglichen, auch mit Synthesizern, mit Drum Machines, aber irgendwie war ich nie wirklich zufrieden und habe dann irgendwann mal Module gesehen und fand das erst total doof. Und dann habe ich mich aber ein bisschen näher damit beschäftigt und festgestellt, wow, da ist aber jetzt doch ein bisschen Power hinter und beschäftige dich dann mal mit, vielleicht bringt das was. Und seitdem komme ich vom Eurorack halt oder vom Modular nicht mehr weg. Ich habe viel Tutorials geschaut, um überhaupt irgendetwas da rauszubekommen aus den Modulen. Und ich muss auch dazu sagen, mir haben viele Musikerfreunde geholfen, die schon länger damit arbeiten. Das ganze Eurorack ist ein ständiger Lernprozess. Also man hört eigentlich nie auf damit. Man lernt immer wieder dazu und findet immer wieder neue Ideen und das macht das Ganze auch so reizvoll. Mein Techno ist möglichst minimalistisch, auf den Punkt und ja, ich würde sagen auch relativ schnell. Also mit 140 BPM bin ich gut dabei und ja, darf nicht zu verspielt sein. Also da bin ich dann auch, das kann ich auch gar nicht. Ne? Also es muss eigentlich immer ziemlich direkt sein und die Drums stehen natürlich im Vordergrund und ich bin sehr geprägt von der Detroit-Szene. Und aus den 80er, 90ern vor allen Dingen die Techno-Geschichten, auch die Acid-Zeit, das sind alles so Sachen, die meinen Techno total geprägt haben. Ich würde sagen, es ist Oldschool-Techno, aber für mich ist es mein Techno. Und mir ist es eigentlich auch relativ egal, ob das jetzt Oldschool ist, ob das Newschool ist. Wichtig ist, dass es mir gefällt und dass ich das ausdrücken kann, was ich fühle, während ich die Musik mache. Ich bin ein wandelndes Lexikon, was Module angeht. Also ich beschäftige mich außerhalb meiner Arbeitszeit ständig damit, was der Markt hergibt und informiere mich sehr gerne, weil es ist einfach mein Hobby und ich muss das machen. Und es ist sehr spannend, was die Hersteller oder was auch neue Firmen teilweise hervorzaubern, das ist schon toll. Natürlich habe ich nicht immer die finanziellen Mittel, mir das Neueste zu kaufen und das ist auch gar nicht nötig. Also die Module, die man hat, die geben so viel her und wenn man sich damit mal eingehender beschäftigt, dann kann man so viel entdecken und es muss nicht immer das Neueste sein und natürlich ist es schön, mal wieder einen neuen Anreiz zu haben und ich kaufe auch sicherlich häufiger mal was. Aber es gibt auch Phasen über Monate, wo ich dann einfach auch wirklich nur auf meinen Schatz zurückgreife und das macht mir auch sehr viel Freude. Meine Module verkaufe ich nicht so gerne. Ich versuche möglichst lange dran festzuhalten. Das liegt auch ein bisschen an meinem Sternzeichen. Ich bin halt Element Erde und ich bin sehr bodenständig. Und ja, ich sag mal so, ich mag nicht so gerne irgendwie Veränderungen. Und natürlich ist es manchmal wichtig, dass man das macht, aber mir ist es schon häufiger mal passiert, dass ich mich von was getrennt habe, modultechnisch, und das bitter bereut habe und dann doch noch wieder draufzahlen musste, um es wieder zu bekommen. Ja,
so eine kleine Macke von mir, dass ich mich schlecht trennen kann. Ich muss aber allerdings auch sagen, dass ich manchmal gar nicht mehr weiß, was ich da eigentlich noch habe. Besonders bei den Werkzeugen ist das so, dass ich manchmal gar nicht mehr weiß, oh Mensch, du hast ja noch dieses Tool oder das. Aber ich mache mir schon hin und wieder die Mühe und schaue mal genau in den Cases, was ist da eigentlich alles drin. Kannst du vielleicht noch mal davon profitieren? Kannst du das noch mal probieren und so weiter. Meine Patches haben eigentlich immer so eine Grundstruktur. Ich muss ja auch mit Beats arbeiten und ich überlege mir immer vorher, benutzt du jetzt für die Beats Drum-Module oder nimmst du die Drum Machine oder mischst du beides oder kombinierst du das? Es gibt eigentlich immer Grundverbindungen im Patch, die eigentlich immer genutzt werden. Aber ich versuche schon hin und wieder was zu ändern. Das ist ja genauso wie beim Essen. Man möchte ja auch nicht jeden Tag Pizza. Und das macht das Ganze ja auch viel spannender, wenn man da mal was anderes drin hat. Funktioniert nicht immer alles so und man kommt vielleicht auch zu bestimmten Sachen wieder zurück. Aber nein, also man muss schon, also ich zumindest, muss schon so ein bisschen variieren hin und wieder. Und es kommt auch immer darauf an, wo ich spiele. Wenn ich jetzt nur wochenlang für mich zu Hause spiele, dann variiere ich natürlich ein bisschen mehr und probiere. Muss ich aber irgendwo auftreten oder habe irgendwo einen Gig, dann versuche ich schon, das Setup möglichst klein zu halten und auch nicht so großartig zu verändern. Ich sage immer, mein System lebt und kommuniziert auch mit mir. Ich bin mit dem System eins. Wenn wir spielen, sind wir eine Einheit. Und es ist halt nicht so, dass es einfach ein Instrument ist, was ich da hinstelle und dann einfach mache, sondern ich habe schon eine Beziehung zu dem System. Und ich glaube, das merkt man auch, wenn ich spiele. Es gibt sicherlich viele, die Modular oder Eurorack nicht gut heißen, die einfach sagen, nee, brauche ich nicht und ist sinnlos und ich kaufe mir lieber einen Synthesizer, der ist vorverdrahtet, da kann ich das Gleiche mitmachen und ich habe nicht so viel Stress und das kann ich schon nachvollziehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese Diskussion ist mir relativ egal, weil ich suche mir das, was für mich funktioniert und was mir Freude bereitet und ich würde jetzt nie sagen, okay, nee, ich hole mir jetzt ein Synthi, ich will das nicht mehr machen, weil keiner findet es gut oder so. Das würde ich niemals tun. Ich habe ja nun schon viel probiert und ich kann halt mit Synthesizern nicht gut arbeiten. Das liegt mir einfach nicht. Ich mache halt das, was für mich funktioniert und ja. Ich würde auch nie verurteilen, wenn jemand das mit anderen Sachen produziert. Es gibt viele Leute, die können mit einer Groovebox unglaubliche Sachen vollbringen. Da frage ich mich, boah, wie machen die das? Das ist sensationell. Und das finde ich aber auch gerade das Gute daran, an der Szene, dass jeder seine eigene Kreativität zum Ausdruck bringen kann, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt heutzutage. Wenn ich da an meine Jugend denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn man da eine Gitarre kaufen wollte, eine E-Gitarre, eine gute Fender, das war ein Vermögen. Und man hat dann so eine billige Kopie bekommen. Heutzutage steht der Jugend alles offen. Das ist unfassbar. Und ich freue mich immer, wenn die jungen Menschen da wirklich das Beste draus machen und für sich auch ihr Ding finden, was ihnen die besten Möglichkeiten bietet.